Hallo meine Lieben, heute habe ich eine kleine Geschenkbox für euch, die ganz einfach zu machen ist und eigentlich auch sehr schnell zu machen ist und mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine längliche kleine Geschenkbox, die ist wirklich nicht groß. Da passt so zum Beispiel ein Amicelli rein und ja, die ist extrem schnell gemacht, von dem her, hier könnt ihr auch schnell größere Mengen davon machen mit einem kleinen Fähnchen drauf und mit einer kleinen Blume, wo ich euch zeige, wie ihr die selber machen könnt. Und das machen wir jetzt auch gleich. Für diese Box braucht ihr gar nicht wirklich viel. Ihr braucht ein Stück Designpapier, was 21 cm x 9 cm ist. Und ich werde es dann noch verzieren mit einer kleinen Blume und dann auch noch was stempeln drauf, aber das gucken wir nachher an. Wir machen jetzt zuerst die Box. Dann nehmen wir das Falzbein und wir falzen einmal auf der langen Seite bei 1, 3, 5 und 7 cm. Ich fange hier drüben an, da lege ich das bei 1 cm an und falze. Dann auch hier drüben bei 3 cm falzen. Dann, weil es hier drüben nicht weitergeht, drehe ich es um und falze hier drüben weiter, und zwar bei 5 cm. Und dann noch bei 7 cm. Und jetzt solltet ihr 4 gleich große Einheiten haben, plus noch die Klebelasche. Jetzt drehen wir das und auf der kurzen Seite machen wir auf beiden Seiten bei 1 und 3 cm. Das mache ich auch hier drüben. Das heißt, bei 1 cm anlegen, falzen, bei 3 cm anlegen, falzen, das Ganze umdrehen und dann wieder bei 1 cm. Und dann bei 3 cm. So, das ist auch schon alles. Jetzt ziehe ich hier kurz noch die Falzlinien nach. Und bei den oberen und unteren Falzlinien ist es so, dass wir die obere Falzlinie, also die äußere, klappen wir so nach innen. Und die andere auf die andere Seite. Selber auf der Seite, hier nach innen und die andere in die andere Richtung. So, und jetzt können wir das Ganze auch zusammenkleben. Hier geht es eigentlich am einfachsten, wenn ihr einen Klebestreifen nehmt. Das heißt, wir geben hier entlang dieser Klebelasche einfach das Doppelklebeband drauf. Können wir das auch schon abziehen. Und dann geht es am einfachsten, wenn ihr das einfach einmal zusammenlegt und dann von der anderen Seite das drüber legt. Respektive, wenn es nicht so genau war beim Messen. Was wichtig ist, ist einfach, dass diese Linien übereinander liegen und das Ganze schön hier gerade mit dieser Kante abschließt. Und da wir da mit dem Falzbein nicht reinkommen, könnt ihr es einfach gerade hinlegen und so das feststreichen. So, und jetzt machen wir zuerst eine Seite zu. Und da guckt ihr einfach, dass ihr diese Klebelaschen hinten habt. Dann drückt ihr einfach mit 2 Fingern hier entgegen, eigentlich so wie wir die Milchtüte gemacht haben. Und legt das hier aufeinander.
Könnt ihr hier den Falzlinien noch so ein bisschen nachhelfen, damit die sich schön in die Ecke legen. Und jetzt kleben wir das hier oben noch zusammen. Da nehme ich ganz normalen Flüssigkleber und gebe das hier auf diese 1 cm Lasche drauf oder auf diesen 1 cm Streifen drauf. Und das auch hier draußen in den Ecken. So, und jetzt können wir das Ganze zusammendrücken. Und wenn hier so ein bisschen Kleber rausläuft, könnt ihr den einfach abstreichen. Und dann geht es am besten, wenn ihr das über der Tischkante kurz feststreicht. So, das ist die eine Seite. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ihr die befüllen würdet. Und hier hat am besten sowas Platz wie zum Beispiel ein Amicelli, was hier wunderbar reinpasst. Und wenn ihr das dann gefüllt habt, ich habe jetzt gerade keins, deshalb bleibt bei mir die Box leer, dann guckt ihr einfach, dass ihr wirklich das wieder gleich in die Finger nimmt wie vorhin, dass dieselben Seiten eingeknickt werden hier und macht es auch hier oben. Respektive, ihr könnt euch überlegen, also wir machen nachher noch ein Band dran, also ihr könnt es entweder verkleben, damit es ganz zu ist und man das dann aufreißen muss, oder ihr könnt es nur mit dem Band zusammen machen und dann kann man das wunderbar öffnen und danach auch wieder zumachen, so dass man die Verpackung quasi nicht kaputt machen muss. Also wie ihr das lieber machen möchtet. So, jetzt um das Band anzubringen, braucht es noch 2 kleine Löchlein, damit das dann auch da bleibt, wo wir es haben wollen. Ich nehme da jeweils so eine Lochzange und mache hier ganz einfach nur so eine kleine Ecke, damit das hier so eine kleine Ausbuchtung hat. Dann bleibt der Faden oder die Schnur dann effektiv oder das Band, je nachdem was ihr nehmt, bleibt dann auch besser da. So, ich habe hier so einen Leinenfaden, den mache ich einmal nach hinten, kreuze den und komme wieder nach vorne und mache dann eine kleine Schlaufe. Wie gesagt, ihr könnt effektiv auch nur also das Ganze mit dieser Schlaufe schließen, also wie ihr das lieber habt. So, da haben wir das. Und dann will ich noch einen Stempel drauf bringen. Da nehme ich ein Stück von diesem weißen Papier, was ich immer zum Basteln verwende. Das ist 200 Gramm. Und hier habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ich nehme ja jeweils solche Fähnchen, um Stempel auf Boxen oder Karten aufzubringen. Und bei denen, ich zeige es euch kurz, haben wir das Thema, dass die durchgängig mit diesem Metall bedeckt sind. Das heißt, wenn ich gestempelt habe, sehe ich nicht, also ich kann das danach nicht ausrichten. Und deshalb mache ich das so, das mache ich auch so, wenn ich mehrere Elemente brauche von einem gestanzten Teil, dann mache ich das auch so, dass ich das mehrmals einfach zuerst stanze und dann den Stempel erst aufbringe. Und ich zeige euch auch gleich, warum. Diese Teile hier sind ja immer genau gleich groß, weil ich verwende immer dieselbe Stanze und genauso für das Teil, wo es ausgestanzt wurde. Das heißt, ich kann ganz einfach dieses Teil hier im Stempeltool drin befestigen und nehme dann einfach immer diesen Streifen und passe den hier rein. Und dann kann ich das, was ich stempeln will, ich verwende hier dieses Life is no sugar licking. Das ist ein super cooles Stempelset, was so eine quasi 1:1 Übersetzung von Deutsch in Englisch ist.
Und jetzt kann ich das hier ganz einfach hier ausrichten auf dem Element, wo ich es haben will. Und ich werde dadurch, dass ich hier noch etwas aufbringe, das heißt hier am Anfang, versuche ich das so ein bisschen eher im rechten Bereich drüben anzubringen und kann so schön gucken, dass es gerade ist, dass es schön mittig ist. Und dann kann ich das mit dem Stempeltool aufnehmen. Und dann stempeln. Und wenn ich jetzt mehrere von diesen Elementen habe, kann ich das nächste reinmachen und wieder stempeln, weil der Stempel sitzt immer genau am richtigen Ort, weil das ist ja nicht verrutscht. Und so kann ich mehrere Elemente stempeln oder eben, weil ich den Stempel nicht ausrichten kann, auch für solche Sachen ist es einfacher, wenn ich zuerst ausstanze und dann den Stempel erst aufbringe. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Und was ich auch noch mache, ist, um den so einen Farbtupfer zu geben, ich werde einen ganz schmalen Streifen rosa Papier, weil ich habe hier ja auch rosa Elemente drin, draufbringen. Wie mache ich die jeweils? Ich nehme ganz einfach so ein Doppelklebepapier. Das heißt, ich habe hier auf beiden Seiten ist Kleber und den bringe ich, also ich nehme eine Schutzfolie auf einer Seite weg, klebe das einfach auf das Papier, was ich so verwenden will. Und dann kann ich wunderbar schmale Streifen davon abschneiden und habe so hier schon einen Klebestreifen drauf, der genau passend auf diese ganz schmalen Streifen ist. Dann kann ich das ganz einfach ablösen und auf mein Element draufbringen. Und das, was übersteht, könnt ihr dann wieder abschneiden. Und dann habe ich hier wunderbar einen ganz dünnen Streifen mit einem farbigen Element und das würde ich anders eigentlich fast nicht hinbekommen. So, jetzt bevor wir das hier auf die Schachtel machen, habe ich noch etwas anderes, was ich euch zeigen wollte. Und zwar will ich hier so eine kleine Blume drauf haben. Jetzt, wie könnt ihr solche Blumen machen? Ich habe hier mit der 2,5er Stanze ganz dünnes Papier, mehrmals, also mehrere Teile. Ich habe hier 2, 4, 6 Stück. Wenn ihr noch dünneres Papier verwendet, könnt ihr auch mehr nehmen. Und die habe ich dann einfach aufeinander gelegt und dann in der Mitte mit dem Picking Tool ein Loch reingemacht. Und das dient dazu, dass ich hier mit diesem Brad wunderbar durchstechen kann. Dann könnt ihr diese Elemente nehmen und die einfach so ein bisschen zerknüllen, damit die ihre gerade oder damit sich die Fasern, damit die so ein bisschen flexibler werden, da ruhig in alle Richtungen einfach zerknüllen. Dann nehme ich die einzelnen Elemente wieder und mache sie wieder auf. Dann steche ich hier mit dem Brad in der Mitte durch. Und ich mache quasi diese Bewegung. Das heißt, ich gucke, dass das gegen oben liegt und knautsche das so gegen oben fest. Dann das nächste Element. Auch wieder gegen oben. Und da dürft ihr wirklich nicht alle miteinander, sondern die müsst ihr einzeln hochziehen, weil sonst kriegt es das ganze Volumen nicht. Und jetzt machen wir das hier noch hier fest und ich will, dass hier das Ende so ein bisschen rausguckt. Deshalb gucke ich, wo ich das am besten platziere. Das wird hier sein. Und dann mache ich jetzt einfach in der Mitte auch ein kleines Loch rein, damit ich da mit dem Brad durchkomme. Stoße ich das hier so durch. Und mache die beiden auseinander.
Weil jetzt hält es hier dran fest. Das muss ich nachher nicht mehr extra verleimen. Guck auch, dass die beiden eher entlang des Elementes gehen. So, und jetzt kann ich hier wieder anfangen, das Ganze so ein bisschen zu öffnen. Und durch dieses Zerknautschen sieht es jetzt aus wie eine kleine Blume. Und so können wir jetzt das Ganze noch hier drauf kleben. Und ihr seht, das hält jetzt hier quasi durch das Element, wo wir drauf gestempelt haben. Und so habt ihr wunderbar, super schnell eine kleine Box gemacht, wo ihr effektiv auch dadurch, dass sie so einfach ist, auch gleich mehrere miteinander machen könnt. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Wenn dem so ist, dann klickt auch gerne auf den Like-Button unten. Und die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die stelle ich euch wie immer unten in die Links rein. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!